Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. Vor kurzem wurden ja die neuen Modelle mit dem Alexa Sprachassistenten vorgestellt und wir haben euch auf unserem Kanal auch schon viele Videos zu diesem Thema hochgeladen, wo ihr die wichtigsten Funktionen kennenlernen könnt. Das ist eine ziemlich coole Sache, dass man hier mit Alexa wirklich fast alles vom Auto steuern kann. Aber es gibt natürlich auch viele Zuschauer, die sich schon an ihren Assistenten von Apple oder von Android gewöhnt haben und den eben nicht im Auto vermissen wollen. Und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr relativ einfach beide Systeme miteinander kombinieren könnt und dass sich die Sprachassistenten eben nicht ins Gehege kommen. Ich habe das Ganze jetzt mal hier für euch vorbereitet und zwar habe ich jetzt hier testweise einfach mal ein Android-System aktiviert und gleichzeitig natürlich Alexa. Das bedeutet, beide Systeme sind schon jetzt startklar. Wenn ihr das bei eurem Auto noch gar nicht gemacht habt, empfehle ich euch die beiden Videos. Einmal zur Alexa-Installation hier oben oder natürlich auch zur Android-Auto-Installation. Auch da haben wir euch ein Video hochgeladen. Das befindet sich hier oben. Könnt ihr euch natürlich dann gerne mal anschauen. Ich zeige euch kurz hier im Display mal, dass wirklich beide Systeme parallel aktiv sind. Ich gehe mal kurz ins Android-Auto rein. Da seht ihr schon den typischen Android-Auto Display oder als Ansicht. Und den Alexa kann man auch mal aufrufen. Hallo. Hallo. Alexa ist also auch aktiv. Und ihr habt gerade vielleicht auch schon gesehen, dass es gar kein Thema ist, beide Systeme in sich zu verwenden. Also ich war gerade in Android Auto und habe Alexa aufgerufen. Genauso funktioniert natürlich auch umgekehrt aus dem Mazda-System die Alexa und auch Android Auto. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich habe gerade ja schon sehr viele Begriffe genannt wie Alexa. Normalerweise müsste sie jetzt auf meine Sprache reagieren. Das könnt ihr natürlich aktivieren. Das habe ich euch auch in dem Einrichtungsvideo gezeigt, wie man diese Funktion aktivieren kann. Ich habe es jetzt nur hier für dieses Video ausgeschaltet. Einfach den Hintergrund, wenn ich dauernd Alexa sage, dass ihr nicht dauernd fragt, was ich will. Das würde nur im Video stören. Das könnt ihr natürlich bei eurem Google Assistant, bei Siri ganz genauso. Das heißt also, ihr könnt einfach Mitsprache Siri sagen. Zack, sind wir im Siri-Bereich. Sagt die Alexa, seid ihr im Alexa-Bereich. Mazda hat es euch allerdings auch einfacher gemacht. Wenn ihr diese Begriffe nicht dauernd sagen wollt, gibt es hier am Lenkrad eine Sprachtaste. Die kennt ihr vielleicht schon von der Freisprechenrichtung und die hatte man nun wie folgt programmiert. Drückt ihr kurz drauf, dann kommt Alexa oder der interne Sprachassistent. Drückt ihr lange drauf, also ungefähr so 2 Sekunden, kommt ihr in Siri oder den Google Assistant. Probieren wir mal aus. Alexa. Alexa, stelle die Temperatur auf der Fahrerseite auf 22 Grad. Okay, ich stelle es auf 22. Coole Sache, könnt ihr also euer Auto weiterhin steuern. Und ihr wollt jetzt aber mit dem Google Assistant irgendwo hinfahren, weil ihr sagt, ich will lieber Google Maps verwenden. Kein Thema. Hey Google, fahre zur Promenade 1 in Ansbach. Promenade 1 ist bei mäßigem Verkehr 58 Minuten mit dem Auto von deinem Standort entfernt. Wie ihr sehen könnt, funktioniert wirklich klasse, ohne dass sich die Systeme miteinander behaken. Und das ist tatsächlich eine schöne Funktion, wo man einfach die Systeme, die man kennt, weiterhin benutzen kann, plus die Vorteile von Alexa in eurem Auto. Eine Sache ist allerdings noch ganz wichtig zu beachten. Alexa ist grundsätzlich ein kabelloser Assistent. Also hier habt ihr eine Wireless-Verbindung zum Fahrzeug, genauso wie wir euch das auch im Einrichtungsvideo gezeigt haben. Und grundsätzlich könnte dieses Auto natürlich auch Android Auto Wireless oder auch natürlich Apple. Aber wenn ihr Alexa nutzt, könnt ihr nicht 2 Wireless-Systeme parallel verwenden, sondern ihr müsst eben das andere System mit dem Kabel verbinden. Das habe ich jetzt hier tatsächlich auch getan. Das heißt, ich habe mein Android-Smartphone jetzt einfach mit dem Kabel und dem USB-Anschluss verbunden. Wenn ihr natürlich ein iPhone habt, verbindet euer iPhone. Nur dann wird es funktionieren. Beide Wi-Fi-Verbindungen parallel, das ist tatsächlich dann nicht möglich, liegt nicht an den Systemen, sondern einfach an der Wi-Fi-Verbindung. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier mit diesem Quick-Tipp wirklich mal wieder was Nützliches zeigen, was ihr vielleicht noch nicht kanntet und natürlich auch bei eurem neuen Mazda einsetzen könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, freut uns immer sehr. Fragen wie immer unten in die Kommentare reinschreiben. Nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren, das ist absolut kostenlos für euch und drückt die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen, wir sehen uns einfach wieder beim nächsten Video.